Hallo und herzlich willkommen zu dem zweiten Tutorial auf diesem Kanal. Heute möchte ich euch einmal zeigen, wie man ein 3D-Modell für einen Schneemann erstellen kann in Rhino. Diesmal werde ich nicht mit Grasshopper arbeiten, es wird also keine Parametrisierung geben, aber ich zeige euch, wie man eben solche Modelle ganz einfach erstellt. Wir fangen zunächst einmal an, indem wir ein gerades Modell, was nicht verdreht ist, erstellen von dem Schneemann. Und dafür werden wir also so vorgehen, wir werden die Außenkonturen festlegen, dann eben diese einzelnen Abschnitte hier erstellen, diese kreisförmig anordnen und dann eben noch ein paar andere kleine Feinheiten für den 3D-Druck entsprechend dann beachten. Da kommen wir dann aber später zu. Starten wir also als erstes mit unserem Ausgangspunkt. Am Anfang mache ich ganz gerne immer einen Punkt, den ich einfach, wenn ich 0 eingebe, in den Koordinaten Ursprung setzen kann. Von da aus kann man immer gut ausgehen. Als erstes zeichnen wir einmal eine Kugel. Dafür gehen wir hier oben auf die Volumenkörper, wählen Kugel aus, können jetzt unseren Punkt anwählen. Und jetzt würde ich darauf achten, dass wir schon hier auf einer der Achsen bleiben. Damit kann man später einfach am besten arbeiten. Falls es bei euch nicht geht, guckt einmal, ob ihr hier unten Ortho ausgewählt habt und OSnap. Damit kann man das dann entsprechend machen. Ich bestätige jetzt einfach einmal, die Größe ist mir jetzt gerade noch nicht so wichtig, sondern eher das Verhältnis von den Kugeln zueinander. Wähle die an, drücke STRG C, STRG V, also kopiere und füge sie ein. Dann kann ich hier mit diesem blauen Pfeil die Kugel anheben. Und wenn ich dann hier auf eins von diesen viereckigen Elementen klicke und daran ziehe, kann ich also eine Skalierung vornehmen. Wenn ich dabei noch Shift drücke, wird das Ganze zentrisch ausgeführt und ich kann eben die Größe dieser Kugel entsprechend anpassen. Schau mal einmal an, ob das so für mich passt. Mache das Ganze mit der oberen Kugel noch einmal. Ungefähr so, bis mir die Form des Schneemanns gefällt. So, nachdem wir das haben, ich mache ganz gerne immer Zwischenkopien, um eben den Arbeitsstand festhalten zu können und gegebenenfalls noch einmal zurückspringen zu können. Ich kopiere das Ganze, füge es also ein, drücke jetzt hier mal auf den roten Pfeil und verschiebe das Ganze jetzt einfach mal um 100 mm. Okay, das war noch nicht genug, dann einfach um noch einmal weitere 100 mm. So, jetzt kann ich meine Kugeln der Reihe nach auswählen mit Shift und verbinde die ganzen Kugeln einmal miteinander. Jetzt habe ich also eine Form, mit der ich weiterarbeiten kann. Das Ganze hier verschiebe ich einmal ein neues Layer mit einem Rechtsklick, kann ich Change Object Layer auswählen und das Ganze dann einmal ausblenden. So, ich möchte jetzt mit einem Profil weiterarbeiten, denn ich möchte also eine von diesen Lamellen erstellen, die also dem äußeren Profil der Kugeln folgt und dann extrudiert wird im Prinzip, aber in einer Rotation. Wie wir das machen, das zeige ich euch jetzt. Wir brauchen also einmal die äußere Linie davon und das können wir ganz einfach machen, indem wir den Befehl extract isocurve nehmen. Dann können wir unser Volumenmodell auswählen. Hier werden allerdings nur die einzelnen Kugeln ausgewählt. Und jetzt ist es eben auch wichtig, dass wir die Kugeln vorher auf unserer Achse ausgerichtet haben. Denn somit kann ich hier jetzt eine Linie setzen auf dieser Oberfläche. Es kann eventuell sein, dass bei euch eine andere Richtungskurve angezeigt wird. Dann geht ihr hier oben unter Options auf Direction und wählt die entsprechend andere Richtung aus. Ich klicke jetzt einmal hier und bestätige somit und dann wurde meine Kurve auch schon gesetzt. Das Ganze wiederhole ich jetzt noch einmal. Ich setze einfach einen Rechtsklick, gehe damit wieder in die vorherige Funktion noch einmal rein, wähle die obere Kugel aus, setze meine Kurve, bestätige noch einmal mit Rechtsklick
noch ein Rechtsklick und das Ganze für die untere Kurve. So, und dann habe ich im Prinzip schon meine drei einzelnen Kurven hier. So, Isolate, und damit kann ich jetzt weiterarbeiten. Ich habe jetzt also die äußeren Linien und werde diese Linien, ich gehe hier unten auf die Frontansicht, noch einmal miteinander verbinden. Ich wähle hier oben Polyline aus, wähle das Ende aus und den Anfang, bestätige mit Enter und habe eine Linie gesetzt. Jetzt kann ich alle Linien einzeln auswählen, indem ich Shift drücke, diese joinen und somit zu einer einzigen Linie zusammenführen. Ich gehe hier oben auf den Surface Modellierer und wähle hier aus Surface vom Planar Curves. Und damit wurde mir jetzt automatisch eine Surface gesetzt, die innerhalb dieser Linie liegt. Diese Surface wiederum kopiere ich mir jetzt und füge sie wieder ein und rotiere sie jetzt. Das heißt, ich möchte ja so eine Lamelle herstellen, die hat eine bestimmte Dicke und läuft im Prinzip auf das Center zu. Ich zeige euch das einmal. Ich gebe jetzt einmal Rotate ein, kann jetzt also ein Center dafür festlegen. Ich nehme jetzt einfach mal den unteren Punkt und gebe jetzt eine Gradzahl ein, beispielsweise 6 Grad. So, dann haben, upsala, noch einmal Rotate, Center, 6 Grad, bestätigen und noch einmal bestätigen. Und damit haben wir dann unsere Surface erstellt. Jetzt haben wir also zwei Surface, die dicht nebeneinander liegen, aber eben in einem Punkt zusammenlaufen. Jetzt ist das noch kein geschlossener Körper, wir möchten aber geschlossene Körper erzeugen. Und dafür können wir jetzt diese Linien, also diese Oberflächen miteinander verbinden. Um das zu tun, geben wir einmal Blend Surface ein, Blend SRF und wählen jetzt aus, dass wir eine Kette von Linien aktivieren möchten. Das heißt, ich gehe jetzt hier auf die erste Linie, auf die zweite Linie und auf die dritte Linie, bestätige einmal mit Enter, gehe dann nochmal auf die erste, zweite und dritte Linie und bestätige noch einmal mit Enter. Jetzt kriegen wir hier so ein kleines Feld eingeblendet und eine Ansicht, eine Vorschau. Wie wir jetzt sehen, sieht das Ganze noch nicht so aus, wie wir es uns vorgestellt haben. Ich möchte hier also nicht diese Hubbel drin haben, sondern eine glatte Oberfläche. Und da können wir jetzt Folgendes machen. Wir gehen einmal auf Remove Shapes und sehen jetzt in der Vorschau, dass also hier entlang der Kanten diese Profile gesetzt wurden. Und das Problematische sind also die Profile, die hier in der Ecke liegen. Das heißt, wenn die Extrusion von hier kommt, wird mit dieser Extrusion auch für diese Linie weitergemacht. Das kann aber nicht sein. Wir möchten Folgendes. Wir entfernen einmal dieses Profil und entfernen auch dieses Profil und setzen jetzt neue Profile. Wir bestätigen aber mit Enter, gehen jetzt auf Add Shapes und hier können wir jetzt auf dieser unteren Linie einen Punkt auswählen. Aber wenn euch sowas hier passiert, dann habt ihr die Fangfunktion eventuell entsprechend eingestellt. Ich würde einmal Center hier deaktivieren, Project auf jeden Fall auch deaktivieren. Und jetzt müssten wir, Perpendicular ist aber gut zu aktivieren, müssten wir also einen Punkt auf dieser Linie auswählen können. Das mache ich einmal. Jetzt setzt er automatisch schon das Profil hier hin und fragt mich jetzt, ja, wohin willst du es denn setzen? Wenn ich jetzt Perpendicular ausgewählt habe in den Fangfunktionen, fängt er mir hier einen entsprechenden Punkt. Den möchte ich auch haben. So, das hat schon mal gut geklappt. Jetzt möchte ich noch ein zweites Profil setzen, nämlich entsprechend an der oberen Linie. Und somit kriege ich einen Verlauf raus, der perfekt aussieht. Das Ganze wiederholen wir noch einmal hier oben.
Ich setze also ein erstes Profil und ein zweites Profil, kriege somit einen schönen Verlauf raus. Jetzt kann ich noch einstellen, erstmal mit Enter bestätigen. Und dann kann ich noch einstellen, ob ich zum Beispiel den Fall haben möchte, dass die Tangente von dieser Kurve der Tangente der Surface entspricht. Das hätte ich gerne, um einen möglichst glatten Verlauf zu erzielen. Gucken wir das auch nochmal oben an, ob das gut aufeinander zuläuft. Ich denke, das ist so in Ordnung. Das können wir so behalten. Und drücken dann einmal OK. Wenn wir das Ganze jetzt einmal auswählen, diese Oberfläche, dann mit Shift diese Oberfläche und mit Shift die dritte Oberfläche und dann auf Join gehen, dann haben wir also einen Volumenkörper erstellt. Das können wir hier uns einmal anschauen. Jetzt steht nämlich hier oben Closed Solid Polysurface. Das ist also ein geschlossener Volumenkörper und den brauchen wir. Wenn bei irgendjemandem etwas anderes stehen sollte, zum Beispiel Manifold Surface, dann ist irgendwo etwas falsch gelaufen. Das müsst ihr noch einmal kontrollieren. Aber mit diesem Ergebnis können wir so erstmal arbeiten. Jetzt möchten wir das ganze Gebilde in einem Kreis verteilen. Das Ganze machen wir über die Funktion PolarArray. Da gehen wir einmal hier hin, unten links, und wählen PolarArray aus oder geben alternativ ein Array Polar. Jetzt hatte ich vorher schon die Struktur ausgewählt und kann jetzt also das Center der Rotation auswählen. Das mache ich hier unten einmal und sage jetzt, ich hätte beispielsweise 26 mal eine Kopie davon, bestätige also zweimal von 0 bis 360, es wurde eingeblendet, die Vorschau, drücke noch einmal Enter und dann hat er mir die Kopien entsprechend hier hingesetzt. Jetzt ist das Ganze noch kein fertiges Modell, denn das Problem, was ich habe, wenn ich versuchen würde, das zu drucken, wird es wahrscheinlich schwierig. Wir haben nämlich hier oben sehr dünn zulaufende Strukturen, die irgendwann nicht mehr gedruckt werden können und auch keine wirkliche Mitte, denn all diese einzelnen Elemente sind nur durch eine Linie in der Mitte verbunden, aber nicht durch ein Volumen. Das heißt, so wäre das Ganze noch nicht druckbar. Ziel ist es jetzt also, ein Volumen zu erstellen, was in diesem Schneemann drin steckt, was all diese Teile miteinander verbindet und dafür sorgt, dass wir das Ganze dann im Endeffekt auch drucken können. Um das zu erreichen, können wir jetzt also einen Körper zeichnen, der in dem Schneemann liegt. Dazu gehen wir einmal hier oben auf den Reiter Select, wählen hier dieses Symbol aus, Select Polysurfaces, werden alle Oberflächen ausgewählt, geben den Befehl Hide ein. Damit sehen wir jetzt aktuell erstmal nur unsere Kurven, die wir schon gezeichnet haben. Wir gehen einmal auf die Frontansicht, können hier einmal ein Häkchen bei Project sicherheitshalber auswählen. Das sorgt dafür, dass alle Punkte, die wir zeichnen, auf unserer Zeichenebene gezeichnet werden. Und wir wollen jetzt also einen Körper haben, der in dem Schneemann liegt und in etwa der Kontur folgt. Das können wir erreichen, indem wir hier eine Kurve zeichnen mit interpolierten Punkten. Ich fange einmal hier oben an, ja, und folge jetzt einmal in etwa der Kontur des Schneemanns. Man kann hier in spitzen Kurven mit spitzen Radien entsprechend mehr Punkte einmal auswählen. Na, vielleicht habt ihr die Funktion Smart Track unten an, dann passiert eben so etwas, dass der Punkte fängt und Verbindungslinien dazu zieht. Deswegen sieht das bei mir so aus. Kann hilfreich sein, manchmal ist es auch etwas verwirrend. So, und so zeichne ich jetzt also eine Kurve, die in etwa meinem Verlauf folgt. Das kann man definitiv auch noch etwas schöner hinbekommen, je nachdem, wie viel Zeit man sich dafür das Modellieren
nimmt. Ich lasse das Ganze jetzt einfach einmal so. Wenn euch das an irgendeiner Stelle nicht gefällt, könnt ihr die entsprechenden Kontrollpunkte anschließend noch einmal ändern. So. Ich denke, so ist es in Ordnung. Man kann, wenn man größere Lamellen haben möchte, die Kurve auch weiter nach innen setzen. Es ist aber sinnvoll, nicht zu geringe Radien, also einmal hier in den Ecken zu haben, aber eben auch eine Dicke des Volumenkörpers, eine relativ große Dicke zu erreichen, da unsere Lamellen, ich zeige euch das noch einmal, die können wir wieder mit dem Befehl Show einblenden und achso, das sind jetzt direkt unsere Kugeln vom Anfang. Die laufen also aufeinander zu und zur Mitte hin werden sie dünner. Das heißt also, desto weiter ich in der Mitte bin, desto dünner werden unsere Strukturen, desto weniger gut kann man sie drucken. Insbesondere dann, wenn man natürlich eine recht große Düse im Drucker hat. Also wenn man zum Beispiel eine 0,8er Düse hat, kann man diese Strukturen kaum noch drucken. Und um das eben zu verhindern, gehe ich recht nah an die äußere Kurve heran. Jetzt möchten wir daraus also einen Volumenkörper erstellen. Das Ganze machen wir, indem wir die Kurve einmal anklicken. Hier in der Surface-Modellierung einmal auf Revolve gehen. Und jetzt können wir also einen Startpunkt für die Achse, einen Endpunkt für die Achse auswählen, dann einen Startwinkel, da gebe ich einmal 0 ein, bestätige mit Enter und einen Endwinkel von 360, bestätige mit Enter. Und dann wurde also ein Volumen erstellt, das jetzt so aussieht. Wie gesagt, das Ganze kann man auch noch etwas schöner modellieren. Wir lassen das jetzt aber an der Stelle einfach einmal so. Und wenn ich jetzt wieder alles einblende, dann sieht das Ganze entsprechend so aus. Die Kugeln kann ich eigentlich auch entfernen, denn ich habe ja schon eine Kopie von den Kurven gemacht. Die kann ich auch nochmal einblenden. Das war unser Ausgangszustand. So sieht das Ganze jetzt also aus. Wir haben aber immer noch das Problem, dass wenn wir etwas drucken wollen, unsere Strukturen hier in der Mitte eben sehr dünn werden und da wollen wir uns noch etwas einfallen lassen. Jetzt hatte ich vorher noch keinen richtigen Maßstab angesetzt, deswegen schaue ich mir einmal ganz kurz an, indem ich Distance eingebe, wie groß mein Objekt denn überhaupt ist. Da kann ich jetzt meinen Anfangspunkt hier auswählen und meinen Endpunkt. Wir haben also 280 mm, das sind 28 cm, das ist doch etwas groß. Ich sage mal, mein Schneemann soll vielleicht nur die Hälfte groß sein. Deswegen skaliere ich das Ganze einmal schnell. Ich markiere eben alles, gehe dann gebe Scale ein, kann jetzt meinen Basispunkt auswählen, dann nehme ich den Ursprung, gebe also 0 ein, drücke auf Enter und kann jetzt entweder durch Ziehen, also durch Klicken und Ziehen, eine Größe einstellen oder ich gebe hier jetzt einmal 0,5 ein, stelle mir das dann damit in etwa auf 14 cm Höhe ein. Wenn ich jetzt entscheiden möchte, wie ich vorgehe, um zu verhindern, dass diese Strukturen hier nicht druckbar sind, messe ich vielleicht einmal, wie breit wir denn hier an gewissen Stellen sind. Also allein hier habe ich jetzt eine Breite von nur noch 0,57 mm. Das heißt, es wird also je nachdem, was für eine Düse ich im Drucker habe, recht schwierig, das zu drucken. Unten kann man sagen, okay, ich brauche eh einen Fuß und würde das Ganze abschneiden. Das heißt, ich gehe einmal in die Frontansicht. Und jetzt überlege ich, okay, wo kann ich das Ganze denn abschneiden? Denn es ist ja auch so, wenn ich etwas drucke, habe ich einen gewissen Winkel, den ich drucken muss. Das heißt also, hier unten habe ich schon fast einen sehr starken Überhang. Das heißt, wenn ich das drucke, ist die Wahrscheinlichkeit recht groß, dass der Druck nicht sauber wird. Wir können jetzt noch einmal unsere ganzen Surfaces auswählen, die entsprechend ausblenden, haben hier unsere eine Ansicht, unsere eine Kurve, zeichne eine neue Kurve, die zeichnen wir einfach genau gerade. Guckt einfach hier, dass ihr entsprechend entweder Ortho oder OSNAP ausgewählt habt, dann könnt ihr eine gerade Linie zeichnen. Die ganze wählen wir einmal aus, geben Rotate ein, wählen hier einen Punkt aus und können jetzt einen Referenzwinkel eingeben, beispielsweise 30 Grad. Das heißt, wir haben jetzt eine Linie, die entsprechend 30 Grad, eine Neigung von 30 Grad hat.
Und da würde ich sagen, 30 Grad ist so ein Wert, da kann ein moderner 3D-Drucker noch mit drucken. Das heißt also, da können wir saubere Drucke erzeugen, ohne dass uns entsprechend ja, etwas fehlt. Okay, das heißt, wir möchten also unseren Schneemann im Prinzip da abschneiden, wo wir einen Schnittpunkt erzeugen mit dieser Linie. Wenn wir uns jetzt nicht sicher sind, ob wir hier genau den Punkt erwischt haben, was hier, glaube ich, nicht so aussieht, dann gibt es dafür einen kleinen Trick. Wir können nämlich hier unter Kurven eine Linie auswählen, die orthogonal zu zwei Linien verläuft. Das wäre also der kürzeste Abstand zwischen diesen Kurven. Wir können also die erste Kurve auswählen und die zweite Kurve und dann wird uns also eine Linie gezeichnet, die orthogonal zu beiden Kurven ist. Das heißt, dieser Punkt hier ist jetzt unser Punkt, ab dem unser Schneemann einen Winkel von 30 Grad zur Horizontalen hat. Wir können also jetzt eine Linie ziehen. Ich zeichne die einfach mal etwas länger. So, in etwa. Mit Enter bestätigen, damit wir uns diese Stelle einmal markieren können. Die Hilfsstrukturen können wir eigentlich entfernen. Wir gehen jetzt nochmal in die perspektivische Sicht, blenden einmal alles ein und können jetzt Folgendes schon machen. Wir können diese Linie hier, beispielsweise indem wir diesen grünen Punkt hier erwischen, einmal extrudieren. Dann kriegen wir schon eine Oberfläche raus und können diese mit dem blauen Punkt noch einmal extrudieren, kriegen einen Volumenkörper heraus. Das ist meiner Meinung nach immer die einfachste Variante. Klinken den noch einmal an, verschieben den entsprechend unter den Schneemann. Ja, da müssen wir wohl noch ein bisschen hier hin. Und können jetzt also unsere bisherigen Strukturen hiermit verschneiden. Ich mache noch einmal kurz eine Sicherheitskopie von allem. Die würde ich dann entsprechend verschieben und auf das entsprechende Layer setzen. Das sind unsere bisherigen Stände. Und könnte jetzt also anfangen, alle Sachen zusammenzuführen. Dann hätte ich also einen Schneemann, der abgeschnitten ist auf dieser Ebene. Hier oben müssen wir etwas filigraner vorgehen, denn wir möchten ja nicht einfach unseren Kopf abschneiden, sondern möchten unseren Schneemann jetzt eventuell so einfach belassen als Modell. Das heißt, wir hätten nur einen Schneemann, der jetzt noch keinen Hut hat. Kann ja sein, dass wir es machen möchten. Dann müssen wir uns aber eben auch eine Lösung für hier oben überlegen. Und da haben wir jetzt einfach verschiedene Möglichkeiten. Wir können es ganz einfach machen und sagen, okay, vielleicht setzen wir einen Zylinder einfach hier rein, schneiden den entsprechend ab und haben dann dafür gesorgt, dass unsere Objekte überblendet werden, verbinden das Ganze miteinander und hätten ein okayes Ergebnis. Ich zeige euch einmal, wie man das Ganze noch ein bisschen schöner machen kann, indem man die äußere Struktur sozusagen weiterführt. Und dafür brauchen wir einmal eine Linie von dieser äußeren Struktur. Dafür geben wir noch einmal Extract IsoCurve ein, wählen uns von unserer äußeren Struktur eine Linie. Man kann es etwas schlecht erkennen. Hier habe ich jetzt ausgerechnet direkt die richtige. Es kann natürlich sein, dass bei euch wieder die falsche Richtung ausgewählt ist. Das könnt ihr hier oben einfach ändern und dann einmal bestätigen. Und damit hättet ihr dann entsprechend eine äußere Linie. So, mit dieser Linie, da schauen wir einmal, dass die auf eine Koordinatenachse ausgerichtet ist. Wir können noch einmal ganz kurz unsere restlichen Strukturen ausblenden. Die brauchen wir jetzt gerade nicht mehr. Das heißt, wir haben jetzt hier unsere ISO-Kurve. Die können wir auch eigentlich mal ganz kurz isolieren. Schauen uns jetzt an, um die auszurichten, gehen wir einmal auf Top View, gehen auf Rotate, wählen hier das Center aus, wählen hier einen Punkt aus und ziehen den jetzt einmal auf unsere X-Achse. Wenn ihr diese ganzen Punkte nicht habt, kann das daran liegen, dass ihr Smart Track nicht aktiviert habt. Stellt also sicher, dass das entsprechend ausgewählt ist. So, in der perspektivischen Ansicht sieht das Ganze jetzt folgendermaßen aus.
Um das Ganze jetzt als Überblendung zu benutzen, müssen wir daraus wieder eine Oberfläche generieren. Das können wir wieder mit dem Befehl revolve machen. Gut, als zweiten Axis-Punkt könnten wir jetzt auch unseren Koordinaten Ursprung wählen. Der müsste ja genau darüber liegen. Und bestätigen einmal unsere Winkel 0 und 360 Grad. So, damit haben wir eine Oberfläche erstellt, die also unsere äußere Struktur einfasst. Diese Oberfläche können wir also für den oberen Punkt benutzen und müssten dann noch eine Überblendung herstellen zu unserem inneren Volumenkörper. Wie wir das Ganze machen, das zeige ich euch jetzt einmal. Wir können hier oben einmal nur die Kurven auswählen, die wir alle haben. Gehen auf Isolate, gehen einmal in die Frontansicht und haben jetzt also hier unsere äußere einfassende Kurve und sagen jetzt zum Beispiel, okay, ich hätte gern einen Kreis, der vielleicht einen 10 mm Durchmesser hat und möchte von diesem Kreis einmal runtergehen. Stellt hier eventuell sicher, dass ihr Project ausgewählt habt, damit ihr immer auf der X-Achse sozusagen arbeitet. So, jetzt können wir also später ein Volumenobjekt erzeugen, was also diese äußere Linie hier hat und hier eine Blendung zu unserem inneren Volumenkörper darstellt. Das können wir einmal erstellen, indem wir nochmal eine Kurve zeichnen, eine interpolierte Kurve durch die Punkte. Fangen hier einmal an, setzen irgendwo hier einen Punkt und setzen dann einen Punkt, der ja, irgendwo hier auf der Oberfläche liegen wird. So könnte das Ganze jetzt beispielsweise aussehen. Diese Linie hier können wir wieder entfernen. Dann zeichnen wir eine weitere Linie von diesem Punkt bis zur Mitte und noch einmal hoch. Wir können diese Linie hier jetzt einmal wegschneiden, verschneiden. Da gehen wir auf Trim, wählen diese Kurve als unser Schnittobjekt aus, bestätigen mit Enter, klicken dann hier unsere Kurve an, damit sie weggeschnitten wird. Können dann mit Escape den Befehl wieder verlassen und hätten jetzt also die Möglichkeit, ein Objekt zu erstellen, indem wir alles auswählen, miteinander joinen und dann über Revolve aus dieser Kurve ein Volumenobjekt erstellen, Winkel wieder bestätigen und hätten jetzt also ein Volumenobjekt erstellt, das eine Überblendung darstellt. Diese Oberfläche können wir eigentlich entfernen mit unserer bisherigen Struktur. Jetzt ist vielleicht einigen schon aufgefallen, dass wir den Fall haben, dass hier dieser Mittelpunkt tiefer liegt als unsere Umgebung. Es liegt einfach daran, dass wir vorhin unsere beiden Oberflächen, die wir hatten, um die Lamellen herzustellen, überblendet haben und sich dadurch eben diese Struktur ergibt. Das könnten wir jetzt ändern, indem wir das Ganze noch einmal rückgängig machen, in die Frontansicht gehen, unsere Kurve noch einmal wieder explodieren und diese Kurve entsprechend anpassen. Da gehen wir einmal hier auf diesen Punkt. Ihr könnt übrigens auch F10 wählen, dann kriegt ihr die Kurvenkontrollpunkte und könnt diese entsprechend anpassen. So, ich denke, das sieht soweit, hier müssen wir vielleicht noch etwas höher, sieht soweit ganz gut aus. Noch einen Ticken. Ja, man darf eben auch nicht zu hoch gehen. Ja, vielleicht können wir es irgendwie so lassen. Gut, ich denke, das ist immer noch eine gute Annäherung. Diese Kurve hier, da können wir einmal F10 drücken, kriegen damit den Kurvenkontrollpunkt. Den können wir packen und nach hier oben ziehen. Dann haben wir jetzt also eine lange Kurve
diese horizontale Linie, diese Kurve und diese Kurve. Naja, vielleicht sollte ich da noch einmal mit Escape rausgehen. Also 4 Kurven, die ich jetzt entsprechend noch einmal miteinander verbinden kann. Kann noch einmal eine Oberfläche bzw. einen Volumenkörper daraus erstellen, Winkel bestätigen und habe jetzt also einen Körper erstellt, der eine Überblendung für meine bisherige Struktur darstellt. Und so sollte es beim Druck jetzt auch keinen unschönen Ränder geben, wenn nämlich der Mittelpunkt tiefer ist. Hätte ich also einen Kranz am höchsten Punkt und das sieht einfach nicht so schön aus. Ich denke, so ist das Ganze in Ordnung. Jetzt können wir Folgendes machen. Wir können einmal unsere Oberflächen, unsere inneren Körper schon einmal miteinander verbinden. Gehen hier auf Boolean Union und haben diese schon einmal miteinander verbunden. Ich blende die einmal ganz kurz aus. Wähle dann einmal alle Oberflächen aus und erstelle dafür einmal eine eigene Ebene. Das macht Sinn, um die später ganz einfach auswählen zu können. Lamellen und Change Object Layer. Dann habe ich einmal die Lamellen komplett auf einem eigenen Layer. Jetzt kann ich alles wieder einblenden. Und bevor ich die ganzen Sachen jetzt miteinander verbinde, wähle ich noch einmal alle Polysurfaces aus, Steuerung C, Steuerung V und verschiebe die hier einmal um -100. Dann kann ich diese ganzen Oberflächen und alle anderen Elemente einmal ausblenden und kann jetzt hiermit weiterarbeiten. Ja, ich denke, so kann man es lassen. Wir können jetzt also versuchen, diesen Teil mit unseren Lamellen, die können wir jetzt hier einfach Select Objects auswählen. Wir können jetzt Boolean Union auswählen. Und haben also einen einzelnen Volumenkörper erstellt. Das überrascht mich jetzt tatsächlich ehrlich gesagt etwas. Es kann nämlich auch ganz oft passieren, dass das nicht so einfach funktioniert. Deswegen mache ich Folgendes. Ich kopiere das Ganze einmal, gehe noch einmal zurück, füge das Ganze ein, verschiebe das nochmal um 100 und blende das aus. Sollte das bei euch nicht funktionieren, das kann oft der Fall sein, dann kann das mehrere Gründe haben. Hier hat es wahrscheinlich funktioniert, weil tatsächlich unsere ganze obere Struktur überblendet ist. Der grüne Teil ist ein wenig höher als der graue. Das kann zum einen helfen. Das heißt, ich habe an keinem Punkt mehr den Fall, außer eventuell ganz unten, dass all meine Strukturen auf einen Punkt zusammenlaufen. Wenn das bei euch nicht funktioniert, dann liegt es wahrscheinlich daran, dass eben alle Strukturen auf einen Punkt zusammenlaufen. Die haben alle dieselbe Linie als gemeinsame Linie und auch unten einen gemeinsamen Punkt. Rhino hat damit manchmal Probleme, um das vernünftig zu modellieren dann, beziehungsweise zusammenzuführen. Wenn ihr diesen Fall habt, dann gibt es einen einfachen Trick. Ihr könnt einen Zylinder erstellen. Projektion wieder aus. Der vielleicht einen Durchmesser von 9 mm hat. Zieht den einmal durch den gesamten Körper. Noch ein bisschen hochschieben wieder. Und macht dann Folgendes. Ihr wählt die Funktion Boolean Difference aus, wählt all eure Lamellen aus, bestätigt mit Enter, wählt dann euren Zylinder aus, bestätigt mit Enter. Den können wir jetzt entfernen. Und dann haben wir also Objekte, die sich nicht mehr in einem Punkt treffen. Das kann also für die Zusammenführung von den Objekten ganz entscheidend sein. Jetzt können wir den Rest wieder einblenden und können unsere
Ja, das können wir eigentlich wieder Lamellen nun auswählen. Können mit Shift gedrückt halten unser grünes Element auswählen und können das miteinander vereinen. Und normalerweise, jetzt habt ihr auch schon gesehen, die Bearbeitungszeit war deutlich kürzer, können diese Objekte jetzt problemlos miteinander verbinden. Das kann so ein kleiner Trick sein, wenn Rhino da ein bisschen herummeckert, weil es die Elemente nicht miteinander verbinden kann. Wenn wir das Ganze geschafft haben, können wir jetzt unseren Sockel sozusagen abschneiden. Wir können das Ganze auswählen, beziehungsweise zuerst Boolean Difference auswählen, dieses Objekt auswählen, mit Rechtsklick oder Enter bestätigen, unseren Sockel auswählen, bestätigen. Und dann haben wir unser Objekt abgeschnitten. Wenn uns jetzt hier unten auffällt, okay, dieser Teil ist gegebenenfalls recht klein und mein Drucker kommt damit nicht zurecht. Das sind jetzt 0,62 Millimeter. Können wir auch hier einfach einen Zylinder erstellen, den wir damit verschneiden. Ich würde zum Beispiel sagen, hier unten ist es eh nicht ganz so relevant, das sieht man später nicht so sehr. Können wir also einen Zylinder erstellen, schauen, dass wir hier das Center aktiviert haben. So, erstellen einen Zylinder, der vielleicht 20 Millimeter im Durchmesser hat, einfach um sicher zu gehen. Ziehen ihn entsprechend hoch, dass er bis in unseren mittleren Teil hineinragt. Und können jetzt beide Elemente noch einmal miteinander verschneiden. Das ist dann die etwas weniger schöne Variante, weil wir keinen glatten Übergang zu den inneren Elementen haben. Aber ich denke, für hier unten reicht das vollkommen aus. Wenn wir jetzt einen verdrehten Schneemann erstellen möchten, ich zeige euch noch einmal kurz meine Beispielmodelle, also so eine Struktur hier erstellen möchten, gibt es dafür eine ganz einfache Funktion. Eventuell markieren wir uns zu Beginn einmal die Mittelpunkte, auch hier wieder Center auswählen in den Schnappfunktionen und hier oben, gut, den Punkt finden wir auf jeden Fall und können jetzt folgende Funktion wählen. Wir können die Funktion hier unten Twist auswählen. Wir möchten also unser gesamtes Objekt verdrehen. Bevor wir das machen, eine Sicherheitskopie erstellen. Im Prinzip können wir diese beiden Teile auf unser Sicherheitslayer verschieben. Wählen also die Funktion Twist aus, wählen unser Objekt aus, bestätigen mit Rechtsklick oder Enter, wählen jetzt unsere Achse aus. Wir möchten das Objekt auf der gesamten Höhe verdrehen. Wir könnten auch beispielsweise nur die mittlere Kugel auswählen, dann müssten wir einfach eine Achse wählen, die auf dieser Höhe von dieser Kugel eben liegt. Hier wähle ich jetzt also unseren Punkt aus, dann unseren anderen Punkt, habe jetzt eine Achse, gehe einmal in die Top-Ansicht und verdrehe das Ganze jetzt einmal. Ich fange jetzt hier beispielsweise ungefähr bei 7 Uhr an, ende bei vielleicht 1 Uhr, schaue ich mir das Ganze einmal an, gehe mal in die perspektivische Ansicht und dann sieht mein Schneemann entsprechend gedreht aus. Dadurch, dass das Ganze verdreht ist, wirken diese Lamellen recht nah beieinander. Da kann es helfen, am Anfang vielleicht weniger Lamellen zu nehmen, vielleicht nur 24, 22, 20, irgendwie so etwas, wenn einem das zu dicht ist. Aber so hat man im Prinzip jetzt einen geräten Schneemann erstellt. Ja, das war soweit das Tutorial zu der Erstellung eines Schneemanns. Jetzt hat dieser Schneemann noch keinen Hut und das möchte ich euch in einem weiteren Tutorial zeigen, wie man eben einen Hut für diesen Schneemann erstellt. Auch das ist wieder ein bisschen Modellierungsarbeit und dann kommt es eventuell noch darauf an, ob man den Hut aufstecken möchte auf den Schneemann oder ob er einfach nur aufgesetzt werden möchte. Dazu werden wir uns dann entsprechend Überlegungen machen.
Ansonsten, falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da und abonniert den Kanal. Da werden auch noch weitere Videos in den folgenden Wochen kommen. Vor Weihnachten ist dann noch ein kleines bisschen Zeit. Und wenn ihr Anmerkungen habt oder Wünsche, Anregungen, schreibt das gerne unten in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.